Lea Schüller ist heute hier, mein Gast sozusagen, und ich freue mich wahnsinnig. Lea, du bist kürzlich gewählt worden, vor einer Woche erst zur besten deutschen Nationalspielerin des Jahres 2021. Ich habe gesehen bei Forbes Magazine im Internet, da gibt es so eine Weltrangliste der Torschützinnen des Jahres 2021. Ich weiß gar nicht, ob du das registriert hast. Da warst du mit 47 Toren, haben die ausgerechnet, Zweite in der ganzen Welt, nur noch hinter Jenny Hermoso und immerhin Mhm. 4 Tore vor Alexia Putellas und Sam Kerr. Also Das wusste ich nicht. Das muss ja ein Wahnsinnsjahr gewesen sein, ne? Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr für mich. Ich habe mich auch sehr über die Auszeichnung gefreut. Das wurde ja von den Fans gewählt und finde ich persönlich ist nochmal was Besonderes, weil da irgendwie auch Sympathie mit reinspielt, finde ich. Das wurde ja nicht aufgrund solcher Statistiken gewählt. Deswegen habe ich mich da sehr drüber gefreut. Hm. Ich will vielleicht noch mal am Anfang anfangen, wenn so eine Karriere anfängt. Also du kommst aus Tönisforst bei Krefeld, das ist so ein bisschen westlich Ich von komme aus Krefeld, ne? Krefeld, ja. Aus Krefeld, ja, genau. Ja. Und hast dann, ich muss mal gerade nachschauen, der erste Verein war Hülser SV, das ist noch in Krefeld. Okay. Und dann bist du nach Essen gegangen. Wie ist das, was ist da so passiert? Das waren ja enorm lange Reisezeiten, ne? Habe ich mir mal so gedacht, erstmal die Na, ersten es geht. Jahre. Ich habe zuerst im Hülser SV gespielt. Ich habe als Kind bei Jungs angefangen zu spielen und dann bin ich in Auswahlmannschaften gekommen, was ja dann auch so irgendwie seinen Lauf nimmt. Dann ist man erst in die Kreisauswahl, dann gibt es dezentrale Stützpunkte und dann irgendwann kommen ja die Länderpokale. Da sind ja dann aus den Bundesliga-Vereinen, beziehungsweise damals war es bei mir die U17-Bundesliga, die da entstanden ist. Da sind dann Trainer gewesen, die haben sich das dann angeschaut und ja, dann hat sich Essen irgendwann bei mir gemeldet und ich habe mich dann dazu entschieden, in die U17-Bundesliga zu wechseln. Genau, im Hinblick auch darauf, dass Essen ja auch ein Bundesliga, also von der ersten Mannschaft ein Bundesliga-Verein ist. Und genau, dann habe ich in Essen gespielt und meine Eltern haben mich immer gefahren. Es war, je nachdem, wie viel Verkehr im Ruhrgebiet ist, das nicht so schön. Je nachdem, wie viel Verkehr war, waren das so 35 bis 50 Minuten, sage ich mal. Ja, ich habe mal so überlegt, wie oft die wohl über den Rhein gefahren sind da während dieser Jahre. Das war Ja, bestimmt ein paar hundert Mal oder so. ja. Hm. Ja, das ist Wahnsinn. Und jetzt beim FC Bayern, du bist aber auch schon sehr viel gereist, dann mit der Nationalmannschaft. Ich habe mal geschaut, U17 in Costa Rica. Das ist ja eine Mhm. Wahnsinnsreise für eine 16-Jährige. Ja. Und es gab da auch ein Spiel gegen Nordkorea, das glaube ich, so ziemlich ein Klassiker geworden ist. Ihr habt 3-0 geführt und Nordkorea hat dann 4-3 gewonnen. Erinnert Ja. man sich denn noch an solche Spiele? Das muss ja so ein Ärgerereignis gewesen sein, was man nicht so leicht vergisst. Ja, also wenn du jetzt davon erzählst, erinnere ich mich Hm. daran, aber es ist jetzt nichts, wo ich so im Nachhinein denke, dass ich mich da noch übertrieben drüber ärgere. Hm. Ja, also die Reise nach Costa Rica, das war schon was Besonderes, weil es natürlich auch die erste WM für mich war. Es war cool, in Costa Rica zu sein, dort mal zu sehen, wie die Leute da leben, das Land zu sehen. Genau, also Also da kommt ja nicht jeder hin nach Costa Rica, so in seinem Leben normalerweise. Das ist genauso wie nach Papua-Neuguinea, dann irgendwie 2 Jahre ja, später, glaube ich. Ne? Da kommt man auch genau. nicht so leicht hin. Aber das war dann Ja. eher eine ziemlich krasse Erfahrung für dich, glaube ich, ne? Mit einer schlimmen Verletzung. Ja, war an sich auch so eine krasse Erfahrung, was man sieht, wie die Leute da leben. Das ist unglaublich. Und man wurde da auch empfangen wie Könige. Hm. Das war cool. Und natürlich mit meiner Verletzung. Trotzdem sehe ich da nicht so negativ drauf zurück, weil ja, also eine Verletzung hat nie irgendwie einen guten Zeitpunkt, aber ich sage, ich habe auch keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Hm. Deswegen, ja, also war das eine tolle Erfahrung für mich mit natürlich einem Rückschlag, aber es ist alles in Ordnung. Ich habe keine Probleme jetzt im Nachhinein.
mit meinem Knie, deswegen ist es. Ist ja auch schon ein bisschen länger her, jetzt kann man fast sagen. Ne? Ja, genau. Hm. Ich habe mir so ein paar Fragen über soziale Medien auch zuschicken lassen. Und ganz interessant, da kamen aus Venezuela von Patricia, die fragt, und in die Richtung wollte ich sowieso sprechen, Frauenfußball in Deutschland, also man sieht ja jetzt diese Riesenentwicklung, die in England passiert, mit unglaublichen Fernsehgeldern, also was heißt unglaublich, im Verhältnis zu dem, was früher Ja. mal war, unglaublichen Mhm. Fernsehgeldern. Und da fragt Patricia eben, glaubst du, dass der Frauenfußball in Deutschland die Anerkennung hat, die er eigentlich verdienen würde? Nee, finde ich nicht. Ist ganz klar, muss man so sagen. In vielen Ländern kriegen die es hin, die Stadien voll zu kriegen. Das schaffen die Deutschen irgendwie nicht. Das ist in den Vereinen so, das ist bei der Nationalmannschaft so. Ich habe jetzt bei der Nationalmannschaft wurden Leute verabschiedet, die schon wirklich lange dabei sind. Die haben dann auch erzählt, natürlich von ihren besten Erlebnissen beim DFB. Und da, wenn man da hört, dass die Stadien irgendwie voll waren, da ist ja jetzt überhaupt nicht mehr dran zu denken. Hm. Das ist sehr schade. Klar, mit Telekom oder mit Magenta jetzt ist es mit der Fernsehübertragung schon deutlich besser geworden, als es bei mir am Anfang der Karriere war. Aber insgesamt ist es natürlich bei weitem nicht das, was andere Länder jetzt auch schon schaffen. Jetzt hat ja gerade aktuell FC Barcelona dieses Spiel da organisiert. Also ich meine, gestern haben die gespielt. Barcelona gegen Real Madrid hatten relativ wenig Zuschauer, aber die werden ja dann im März Champions League spielen vor, ich glaube, 90.000 im Camp Nou. Ja, Camp Nou ist ausverkauft. Ja, genau. Das ist Ja, natürlich ein mega, auch wenn jetzt die Karte nur 9 Euro kostet, in Anführungszeichen, ist es ja, natürlich ein 9 Euro. Mega-Ereignis. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Es geht ja darum, das Stadion voll zu kriegen. Und wenn 90.000 Leute 9 Euro bezahlen, ist es trotzdem, Richtig. also vor allem für einen Frauenverein. Deswegen, ja, Ist das denn mal so ein Traum? Ich meine, so. spricht man da in der Mannschaft von Bayern auch drüber? Sagen wir mal, ihr schafft jetzt den Halbfinaleinzug zum Beispiel gegen PSG und dann ist möglicherweise Lyon der Gegner im Halbfinale und dann vielleicht in der Allianz Arena ein Spiel zu machen. Wäre das was? Ja, mit Sicherheit. Das ist ja in Bayern gerade sowieso nicht möglich wegen Ja. Corona. Mhm. Aber es wäre toll, ein Spiel in der Allianz Arena zu haben. Ich spiele aber lieber am Campus, der voll ist, als in der Allianz Arena, wo von mir aus 1.000 Leute da sind. Das geht ja total unter. Da müsste man halt schaffen, dass das Stadion auch wirklich, es muss nicht ausverkauft sein, aber zumindest so viele Leute da, dass eine Atmosphäre da ist, weil in so einem großen Stadion, da gehen die Leute auch unter. Hm. Deswegen, ja, ich bin kein Marketing-Experte, weiß ich nicht, was man da noch machen muss. Es gibt mit Sicherheit viel mehr Sachen, die man noch machen könnte, aber was Interesse ist nicht da, keine Ahnung, aber was man dagegen unternehmen muss, da bin ich überfragt. Die Patricia hatte auch gefragt, was ist das Geheimnis hinter dem persönlichen, finde ich auch eine gute Frage, hinter dem persönlichen und professionellen Erfolg, den du jetzt 2021 hattest? Und das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, weil wir können ja leider nicht die Bundesligaspiele sehen im Ausland, aber dann eben Champions League oder Das kann man Nationalmannschaft. zum Beispiel in anderen Ländern auch. Ja, genau. Die Schweden zum Beispiel, die übertragen ja alles auch in andere. Also unsere Schweden, ist ja jetzt gerade nur noch Hanna, Ja, ja, genau. die kann alle Spiele immer gucken. Das Ja, ist genau. halt auch nicht möglich. Das ist halt Mhm. auch. Und auch in Deutschland kann man nicht alle Spiele gucken, weil es Pay-TV ist. Also, jetzt können wir nochmal auf die eigentliche Frage Mhm. zurückkommen. Also das, genau, was ist das Geheimnis? Gibt es ein Geheimnis hinter diesem persönlichen und professionellen Erfolg, den du jetzt letztes Jahr, besonders letztes Jahr hattest, wo es ja wirklich wahnsinnig viele Tore, 47 Tore im ganzen Jahr. Und wenn ich mir die Tore angucke, ich habe gestern nochmal dieses wirklich unglaubliche Tor gegen Belgien gesehen, da im Frühjahr letztes Jahr, das 2-0. Da ist ja auch eine Sicherheit, da steckt ja ganz viel hinter. Das macht man ja nicht ohne, ja, wie macht Ja, man das? also Genau. ich persönlich finde, ich habe gar nicht so viele besondere Tore gemacht. Ich habe relativ viele Stürmertore gemacht.
wo irgendwie eine Flanke reinkommt oder wo ein Querpass kommt. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ich in der Mannschaft natürlich in meinem zweiten Jahr deutlich besser angekommen bin als im ersten Jahr. Das war für mich der erste große Wechsel. Da ist das erste Jahr nicht so einfach. Genau, also ich bin einfach besser angekommen in der Mannschaft. Wir sind besser eingespielt und ich fühle mich einfach besser, ich fühle mich wohler und das wird mit Sicherheit dazu beigetragen haben. Das glaube ich auch, dieses Gefühl, dass man sich wohlfühlt. Und das hat mir auch immer mal die Jonna Andersson gesagt aus der schwedischen Nationalmannschaft, dass das für sie das Wichtigste ist. Auf Schwedisch heißt das Trygghet, also dass man diese Sicherheit, so eine gewisse Geborgenheit fühlt, da wo man gerade ist. Ja. Und das Ja. ist, glaube ich, dann entscheidend. Ich habe noch eine zweite Frage, die ich auch ganz gut finde, von Helene Sophie heißt sie. Dein Spiel, deine Art Fußball zu spielen, ist das unterschiedlich bei Bayern und in der Nationalmannschaft? Und wie beeinflusst das dein Spiel? Nein. Also, ob ich anders bei der Nationalmannschaft Ja, aber spiele? auch ein anderer Anspruch da. Also ob jetzt der Jens Scheuer gibt jetzt seine Anweisung natürlich an die Mannschaft und die Martina Voss gibt ihre Anweisung. Also da gibt es vielleicht auch unterschiedliche Ansprüche, die Trainer haben, denen du dann gerecht werden musst als einzelne Spielerin. Nee, jetzt eine schwere Frage. Also, Hm, beide Trainer sehen mich, glaube ich, als Mittelstürmer. Da sind natürlich die Ansprüche dann irgendwie ähnlich. gleich. Ja, Hm, genau. hm, Deswegen, ich muss mich jetzt nicht großartig verändern bei hm. meinen Spielen in Bayern oder bei der Nationalmannschaft. Das Verrückte ist, du hast gesagt, glaube ich, letzte Woche gerade erst, dass da noch viel Luft oder Luft nach oben wäre. Und das finde ich schon also wirklich eine Wahnsinns-Aussage, die natürlich auch von einem großen Ehrgeiz zeugt. Was muss denn noch besser werden? Ähm, Also aus deiner eigenen Sicht. Ich glaube, ich kann immer noch an der Konstanz einfach ja, arbeiten, dass ich in jedem Spiel 100% abrufen kann. Das ist natürlich schwer. Ich glaube nicht, dass man wirklich in jedem Spiel bei seinen Top 100% ist. Genau, aber in wichtigen Spielen habe ich, glaube ich, nicht so häufig getroffen. Und das ist natürlich auch ein Anspruch, den ich habe, dass ich dann auch in so Spielen gegen Lyon beispielsweise, dass ich da dann auch die Tore mache oder zumindest so spiele, dass ich selber auch und die Trainer dann auch zufrieden bin. Ja, Hm. das sind alles Sachen, an denen ich arbeiten kann. Die deutsche Nationalmannschaft ist ja irgendwie, ich war 2017 in Holland bei der EM und habe dieses legendäre Spiel da im Regen gesehen, oder besser gesagt nach dem Regen, einen Tag nach dem Regen gegen Dänemark. Und das war ja so ein Tiefpunkt, also wo wirklich neben mir saßen fast nur deutsche Journalisten auf der Tribüne, die haben das ja nicht gefasst. Konnten das überhaupt nicht fassen, dass die EM da zu Ende war. Und dann gab es dieses Spiel gegen Island, wo du, glaube ich, debütiert, das war das erste Länderspiel, ne? Das Ja, 2:3. Und danach musste leider die Steffi Jones dann gehen und der Horst Rubesch kam. Das war ja schon so eine Art Tal, in dem sich die Mannschaft da befunden hat. Aber jetzt scheint es ja wirklich wieder richtig raufzugehen. Und du stehst da für mich auch so stellvertretend für eine neue Generation von deutschen jungen Spielerinnen. Also wie ja, seht ihr euch da im Moment als Nationalmannschaft? ja, also so ist es ja auch. Wir waren, ja, man kann schon sagen, dass wir mit der Nationalmannschaft in einem Tal waren und wir jetzt natürlich auch uns deutlich verjüngt haben. Es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir haben viele neue Spielerinnen, aber die jetzt eben mit der Zeit auch schon viele oder relativ viele Spiele gemacht haben bei der Nationalmannschaft. Und das merkt man natürlich auch, dass die jungen Spielerinnen jetzt auch schon Erfahrung gesammelt haben und es deswegen bei uns auch bergauf geht, weil die Mannschaft kennt sich besser, wir kennen die Abläufe besser. Das macht das Ganze jetzt wieder zu einem Anstieg.
Also in Schweden rechnet man oder hofft man natürlich jetzt irgendwie, dass die schwedische Mannschaft in England vielleicht sogar dann mal Gold gewinnen kann, nachdem sie Gold so knapp verpasst haben bei Olympia. Und wenn ich gefragt werde, wer gewinnt die EM, dann sage ich auf jeden Fall immer, natürlich passt auf Spanien und Deutschland. Es kann sein, dass die nicht nur in der Vorrunde gegeneinander spielen, sogar im Finale. Wie sind da so die eigenen Ansprüche? Ja, ich glaube, für Deutschland ist der Anspruch immer, dass man ins Finale kommt. Wir gehen jetzt nicht zu einer EM und sagen, ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Für uns, wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben und wir wissen auch, dass wir noch Potenzial haben, dadurch eben, dass wir eine junge Mannschaft sind, aber trotzdem fahren wir nicht zu einer EM und sagen, ja, schauen wir mal, ob es das wird oder nicht. Mhm. Jetzt gibt es ja auch schon bald dieses Turnier in England, wo ihr hinfahren werdet gegen Kanada, Spanien und England. Das ist ja eigentlich ein ganz guter Gradmesser auch, wenn man sehen kann, wo man steht. Ja, ein Gradmesser schon. Das ist trotzdem, es ist natürlich ein Testturnier, sage ich mal, wo die Trainer natürlich auch die Mannschaft testen wollen, wo man nochmal Aufstellungen ändert, wo ganz viele Sachen passieren. Das sind gute Spiele, aber ich glaube trotzdem ist natürlich die EM das, was am Ende zählt. Wenn wir bei dem Turnier von mir aus ein Spiel verlieren oder unentschieden, dann ist das so. Daraus können wir aber noch was für die EM lernen. Und bei der EM können wir es dann besser machen. Deswegen ist es ein gutes Turnier, aber was bei der EM passiert, ist dann eine andere Sache. Ich möchte dann zum Schluss noch einmal zurück auf die Bundesliga kommen. Jetzt haben wir dieses Jahr, ihr seid gerade Tabellenführer, Wolfsburg ist mit einem Spiel weniger so gefühlt einen Punkt vor. Ja. Aber es gibt mit Hoffenheim und mit Frankfurt jetzt zwei super starke Teams dahinter und es ist noch nie so spannend gewesen wie jetzt. Und ich hatte nicht das Gefühl, als ich Hoffenheim gesehen habe, dass man jetzt sagen kann, Wolfsburg und Bayern sind schlechter geworden, sondern im Gegenteil, Frankfurt und Hoffenheim holen auf. Das scheint mir so der Fall zu sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also kann ich absolut zustimmen. Hoffenheim und Frankfurt haben sich in den letzten Jahren sehr gesteigert. Ich finde jetzt vor allem die letzten Spiele, dass auch Potsdam könnte man noch dazu zählen, wo man auch denkt, jetzt spielt Wolfsburg dann noch gegen Potsdam. Was da passiert, weiß man auch nicht. Genau, also die Liga ist schon enger geworden. Trotzdem würde ich behaupten, dadurch, dass ich glaube, dass die Bedingungen in den Vereinen angepasst wurden, dadurch, dass Frankfurt mit Eintracht Frankfurt sich zusammengeschlossen hat. Hoffenheim ist sowieso schon mit einem ist ein Männerverein. Und ich glaube schon, dass das was auch damit zu tun hat, weil nach diesen 5 Vereinen wird es dann dann kommt dann erstmal wieder eine Lücke, bis dann die anderen Vereine kommen. Jetzt dein Vertrag läuft, glaube ich, bis 23, ne, im Sommer. Ja, genau. Gibt es denn irgendwann mal, das ist ja die Frage, die immer gestellt werden muss, haben viele gefragt, hat denn Lea Schüller irgendwann mal auch Pläne, so wie viele Schwedinnen, die jetzt ins Ausland gehen, in Barcelona oder in London oder sonst wo noch zu spielen, nachdem du ja bei einem super tollen Verein natürlich bist? Genau, also ich bin bei einem sehr guten Verein, deswegen mache ich mir jetzt gerade, wo auch irgendwie noch keine Vertragsverlängerung, ich habe noch ein Jahr, da mache ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber. Natürlich wäre es mit Sicherheit eine schöne Sache, in Barcelona zu spielen, aber das steht noch in den Sternen. Okay, vielen Dank für das Gespräch, war sehr nett und vielleicht sehen wir uns bei der EM in England. Ja, Alles Gute. okay. Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.